Im Bergsport gibt es diverse Szenarien, bei denen zwei Seile miteinander verbunden werden müssen. Zum Beispiel zum Abseilen mit Halbseilen, wenn die volle Seillänge genutzt werden soll, oder bei Bergrettungsmanöver mit einer Seilverlängerung. Ich bin der Florian Hellberg von der Edelried Knollenspace und will heute der Frage nachgehen, welche Knoten sich am besten eignen, um Seile zu verbinden. Die Diskussion, welcher Knoten am besten geeignet ist, ist schon alt und in verschiedenen Ländern werden auch verschiedene Knoten gelehrt. In Frage kommen tut der Sackstich, der Achterknoten oder der doppelte Spielenstich. Als erstes ist natürlich interessant, was wir für Lasten überhaupt beim Abseilen haben. Der Frage wollen wir jetzt als erstes nachgehen. Also zu unserem Messaufbau. Wir haben oben im Fixpunkt die Kraft-Zeit-Messtelle eingehängt, um die wirkenden Lasten auf den Fixpunkt zu messen. Dann haben wir hier das Doppelseil eingehängt. Hier unten ist mein Abseilgerät. Ich habe bewusst eine kleine Schlaufe hier gebildet, um mich bewusst ruppig ins Seil zu setzen und mal zu schauen, wie viel Last wir dann hier am Fixpunkt ankommt. Jetzt produziere ich nochmal ein bisschen Durchsacker. Und jetzt seile ich gleichmäßig ab. In der Kurve ist der Kraft-Zeit-Verlauf einer 86 Kilogramm schweren Person dargestellt, die im Doppelstrang mit einem 8,9 mm abseilt. Die dargestellte Kraft ist die, die auf die Umlenkung wirkt. Der erste Peak ist entstanden durchs ruckartige Reinsetzen. Ruckartiger als beim normalen Abseilen üblich ist. Der Peak liegt bei knapp 2 kN. Der nächste Peak ist durch Durchsacken beim Ablassen entstanden und liegt ca. bei 2,5 kN. Danach, beim gleichmäßigen Abseilen, schwingt die Kraft etwa ums Körpergewicht. Sie geht leicht drüber und leicht drunter, aber im Mittel liegt sie bei 86 Kilogramm. Zusammengefasst kann man sagen, wenn man wirklich sehr ruppig abseilt, können die Kräfte beim Abseilen im Bereich des 2- bis 3-fachen Körpergewichts liegen. Die wirken allerdings nur kurzzeitig. Beim mittleren Abseilen liegen die Kräfte auf die Umlenkung etwa beim Körpergewicht des Kletterers. Das heißt, ein Knoten, der bei 5 kN noch nicht reißt oder nicht über die Seilenden hinaus rollt und bei 2 kN noch nicht anfängt zu rollen, bietet selbst für eine 120 Kilogramm Person, die im Einfachstrang abgelassen wird, genügend Sicherheitsreserve. Die Praxis wird eher sein, dass ich im Doppelstrang abseile und das heißt, selbst bei einer 120 Kilogramm Person wirken auf den Knoten dauerhaft 0,6 kN, also 60 Kilo, und in den Spitzen etwa 2,5 kN. Hier sind wir im Labor an der statischen Zugprüfmaschine. Man sieht, hier ist das eine Seilende in der Maschine fixiert, hier das andere auf Schlingscheiben, dass wir das Seil in der Aufnahme nicht schwächen. Und dazwischen ist jetzt hier unser Seilverbindungsknoten, den wir testen wollen. Jetzt werden wir gleich den Versuch starten, dann fährt diese rechte Schlingscheibe da weg und zieht sozusagen, bringt die Last auf den Knoten. Und in der Messzelle messen wir die Last, die auf dem Knoten momentan drauf ist. Also man sieht jetzt hier beim Sackstich schön, dass der sich erst ein bisschen zuzieht und jetzt zum Rollen anfängt, dann sich im Wechsel zuzieht und rollt, bis er komplett über die Seilenden raus ist. Im Unterschied dazu der Achter, der etwas früher anfängt zum Rollen, sich dann aber schlussendlich so stark zuzieht, dass er bis auf die Höchstzugkraft des Seils belastet wird und das Seil reißt. Beim Spielenstich sieht man jetzt, der fängt gar nicht an zum Rollen. Der zieht sich immer weiter zu, bis die Höchstzugkraft erreicht ist und das Seil reißt. Hier in der Übersichtsgrafik sehen wir jetzt die Werte mit einem 8,9 mm Dynamikseil für einen Sackstich, einen Achter und einen doppelten Spielenstich. Das heißt, unsere formulierten Anforderungen, selbst für eine 120 Kilogramm Person von kein Rollen unter 2 kN und eine Festigkeit oder kein Rausrollen unter 5 kN wird von allen der 3 Knoten erreicht. Jetzt gibt es neben den Festigkeitsanforderungen natürlich auch noch Handlingsaspekte, die sich lohnt zu betrachten. Fürs Handling und für die Sicherheit beim Abseilen ist es ein entscheidender Aspekt, dass ein Knoten möglichst wenig zum Verklemmen neigt.
Man sieht hier, Knoten, die sich aufstellen, haben die Eigenschaft, besser über Kanten zu gleiten, wie Knoten, die synchron ums Seil laufen. In Bezug auf Verhängen im Rissen ist natürlich ein möglichst kleiner Knoten von Vorteil, weil er weniger neigt, sich einzuklemmen. Wir haben jetzt in dem Beitrag die Anforderungen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Knoten zum Seileverbinden beleuchtet. Am Ende ist nicht nur die Auswahl des Knotens entscheidend, sondern auch das Knüpfen des Knotens. Also ein Knoten muss immer parallel gelegt sein, darf also keine Kreuzungen aufweisen, braucht lang genug Enden und muss an allen 4 Seilenden zugezogen werden. Wenn ich Bedenken habe, dass mein Sackstich aus dem Seil rausrollt, weil ich zum Beispiel sehr glatte, imprägnierte Seile zusammenknote oder ich sehr schwere Lasten ablassen will, dann kann ich den Sackstich mit dem zweiten hintersichern. Durch den zweiten Sackstich ist der erste vom Herausrollen gesichert. Er rollt dann bis auf den zweiten Sackstich drauf und zieht sich dann so zu, bis die Hüftzugkraft erreicht wird und das Seil reißt. Wer sich für Werte von anderen Seilen bzw. von Verbindungsknoten von Seilen unterschiedlichen Durchmessers interessiert, findet die Werte im Textbeitrag auf der Knowledge Base.